ich bin Antonia. Hallo, ich bin Christoph. Dieses alte Lagerhaus im Wert von 0 € haben wir zu unserem farbenfrohen und loftartigen Zuhause ausgebaut. Kommt mit, wir zeigen es euch. Herzlich willkommen hier in unserem zentralen Raum. Das ist so das Herzstück von unserem Haus, Küche, Wohnzimmer. Also hier findet eigentlich hauptsächlich unser Leben statt. Unsere Vision war, das zu öffnen, das groß zu machen, dass man ja hier in diesem Raum steht und von allen Seiten Licht hat. Es waren hier 3 Räume. Ich denke mal, dass die vorherigen Wände hier ungefähr waren und von Säule zu Säule sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall haben wir das alles rausgerissen und haben das alles als einen großen Raum gemacht. Ja, das war ja vor allem auch für dich das Thema, dass es alles so kleinteilig und auch niedrig war. Also man kann sich vorstellen, dass das ja jetzt hier unsere neue Raumhöhe ist und vorher war das nochmal 30 cm niedriger. Also du bist mit deinen Haaren angestoßen, ne? Genau, und ich bin ja nun weiß Gott kein Riese, aber im Türrahmen bin ich schon rangekommen und das war mir doch ein sehr beklemmendes Gefühl. Ich habe den Architekten und Statiker damit vor große Herausforderungen gestellt. Die haben ewig rumgerechnet und dann haben sie aber gesagt, gut, können wir machen, aber ihr habt dann halt einfach hier auch so eine Säule im Wohnraum. Und dann haben wir gesagt, ja, mit so einer Säule können wir leben, weil dafür haben wir einfach diese schöne, große Weite nach oben. Ja, das Schöne ist nämlich, wir hätten sogar 4 von diesen Säulen gehabt. Und dieses Element, was hier so ein bisschen Verblendung und Treppengeländer und alles vereint in sich, ersetzt uns, dass wir hier und an dieser Seite von dem Treppenauge nochmal hätten 2 solche Stahlsäulen haben müssen. Damit haben wir das optisch jetzt ein bisschen hübscher und gleichzeitig tragendes Element. Darüber bin ich sehr glücklich, dass wir hier nicht noch mal 3 und 4 Stahlsäulen haben. Und hier haben wir dieses Fenster zusätzlich mit reingenommen, weil wir es beide einfach total schön fanden, dass wir dann hier diesen Blick ins Grüne haben. Das ist auch tatsächlich das einzige Fenster, was neu entstanden ist. Die anderen Fenster sind so, wie sie in der Originalsubstanz waren. Da war überhaupt keins vorher, ne? Nee. Das war komplett zu. Ja, das haben wir neu gemacht. Und die anderen, die sind tatsächlich vorher Lagerluken gewesen, dass man hier Material rausgeben konnte und deshalb hat das wirklich eine sehr spezielle Höhe. Und wenn man hier im Raum ist, fragt man sich so, warum ist denn das Fenster so ungewöhnlich? Und das hat einfach wirklich mit der Geschichte vom Haus zu tun. Und für uns ist es schön, wenn man dann hier sitzt und immer sieht, was draußen so los ist. Es war ja auch Förderauflage, dass wir nicht zu viel Kubatur verändern dürfen. Und diese Ladeluken sozusagen, die sind zwar eine ungewöhnliche Höhe, so, aber haben ja auch was. Musste man also nicht unbedingt verändern. Im Gegensatz zu dem Riesenfenster, was natürlich eine Riesenveränderung war, aber ja auch wirklich sehr schön ist und den Raum ja wahnsinnig aufmacht. Und ansonsten haben wir halt insgesamt wirklich viele ökologische Materialien, würde man sagen, eingesetzt. Viel mit Holz. Das ist eine Brettstapeldecke. Das heißt, diese Decke ist direkt Konstruktion. Also die ist so dick als ganzes Teil vom Kran damals reingehoben worden und oben ist dann unsere Terrasse drauf. Und wir fanden es einfach auch total schön, dass man dieses Holz dann überall sieht und das Thema Holz in den verschiedenen Strukturen kommt ja auch an allen Stellen wieder. Da haben wir eben auch mit Holz als Konstruktionsmittel und auch Holz als Dämmmaterial gearbeitet, die historische Fassade nachgebaut und eben im Neubau das auch nochmal mit Holz verschalt. Es ist schön hell und offen bei uns und zusätzlich ist es natürlich auch sehr farbenfroh. Ich bin Innenarchitektin und ich bin auch ein sehr bunter Mensch und ich konnte mich einfach hier in unserem eigenen Haus auch wirklich richtig gut selbst verwirklichen und auch einfach mal ausprobieren, was so alles möglich ist und was man mit Farben und Materialien machen kann. Und dann gibt es verschiedene Sachen,
Das erste war tatsächlich unser Kühlschrank, in den haben sich mein Mann und ich vor ein paar Jahren schon verliebt. Den haben wir gekauft, weil wir den so cool fanden. In Orange mochten wir beide. Und eine zweite Sache, die wir relativ früh schon hatten, sind diese schönen Fliesen hier. Die habe ich in einem Auktionshaus ersteigert. Das sind Original-Jugendstil-Fliesen, ja, ungefähr 130 Jahre alt. Und die lagen immer rum. Und als dann die Idee klarer wurde, dass wir hier dieses Haus haben, haben wir gedacht, na dann hier in unsere Küche. Das hier ist unser schöner, gesetzter, gemauerter Kamin. Sehr schöne Sache, weil der eben auch Wärme hält und nicht nur ganz schnell abgibt und dann wieder kalt ist. Den haben uns meine Schwiegereltern zur Hochzeit geschenkt. Und diese Fliesen, die hier eingesetzt sind, das haben wir uns überlegt, hat Antonia schon längere Zeit in der Scheune liegen, hat mein Schwiegervater kurz nach der Wende in einem Dresdner Abrisshaus irgendwo in den Ofen abgebaut. Das sind Meißner Fliesen und da haben wir uns entschieden, die als Stilelement hier mit einzusetzen. Diese Sessel beispielsweise gibt es schon ungefähr 20 Jahre in meinem Leben. Ich bin gelernte Polsterin und meine Eltern haben die von Kunden geschenkt bekommen. Das sind Möbel von einem tschechischen Designer, Selma Nagic, DDR-Klassiker, quasi klassische Mid-Century-Möbel. Und die habe ich mir damals neu gemacht. Die waren in meiner Studentenbude, dann in unserer ersten gemeinsamen Wohnung und jetzt finden sie halt hier Platz. Und so können wir zu jedem Möbelstück, was wir hier bei uns im Haus stehen haben, eine Geschichte erzählen und haben auch eine persönliche Beziehung dazu. Ja, ich bin auch in einem Elternhaus groß geworden, wo total viele schöne Räume gestaltet waren. Und diese Ecke ist so dieses Highlight, wenn man reinkommt, da freue ich mich jedes Mal drüber. Und hier haben wir einfach so eine Tapete genommen mit so Grasgeflecht und Baststücken. Das war das, was Christoph gut fand, was wir hier im Haus einsetzen. Aber unser eigentliches Highlight, eins von beiden, kommt mal mit, ist nämlich unsere Paradiesdusche. Eine von den zwei floralen Highlights, auf die ich ja eigentlich nicht so scharf war. Aber bei zwei Stellen im Haus haben wir gesagt, wir können uns darauf einigen. Ja, und dann haben wir einfach dieses Thema mit dem Muster und den Farben hier überall im Raum nochmal aufgegriffen. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Hocker. Das war die Diplomarbeit von meinem Vater. Und hier geht es darum, dass PUR-Schaum in der Polstermöbelindustrie in der DDR eingesetzt wurde. Und dann halt hier mit diesem tollen, schönen Plüsch, der auch schon 60 Jahre alt ist und immer noch schön ist. So, gegenüber vom Bad haben wir meinen Arbeitsbereich. Dieser Teil vom Haus ist neu angebaut. Die Grundfläche war vorher auch vorhanden schon. Es verlief aber hier so ein ganz flach auslaufendes Schleppdach. Diesen Raum gab es so nicht in dieser Form. Es war super eng, es war eher wie so ein Loch und kein Raum. Und dann haben wir gesagt, nee, also so können wir auf keinen Fall wohnen. Und deshalb haben wir diesen ganzen Bereich hier angebaut. Und wie das eigentlich funktioniert, können wir euch im Obergeschoss zeigen. Kommt mal mit. Hier sehen wir schön den Übergang von dem ursprünglichen Satteldach auf dieses Flachdach, was das Dach von unserem Anbau ist, dieser Würfel, der das Haus jetzt erweitert. Ja, wir haben die Grundfläche beibehalten und diesen Anbau draufgesetzt, um einfach mehr Wohnraum und Offenheit zu schaffen. Dieser Glasgiebel, das war von Anfang an mein Traum, diese Wand zu öffnen und hier das Licht und die Weite reinzuholen, dass man wirklich auch mit dem Blick nach unten in die Küche diesen offenen, weiten, großen Raumeindruck hat. So, jetzt gehen wir mal zu unserer Tochter Hermine. Können wir reinkommen? Ja. Hier geht es eben weiter mit diesem Anbau, in dem wir uns jetzt befinden, wo wir auch große Fensterflächen eingebaut haben mit niedrigen Fensterbrettern, dass man halt wirklich auch in diesen Räumen schön den Blick nach draußen hat. Ja, ich erzähle euch jetzt noch mal ein bisschen was zur Geschichte vom Haus. Dieses Haus ist ungefähr 200 Jahre alt, ein altes Bauernhaus, ein Fachwerkhaus. Und es gehört hier zum Haus meiner Familie gegenüber, wo mehrere Generationen gewohnt haben, und zu unserem Firmengebäude. Es war, als ich es dann irgendwann von meinem Vater übernommen habe, 0 € wert. Es war
ganz runtergekommen und die Bausubstanz war wirklich nichts mehr wert. Ich habe das dann entrümpelt und erst als wir ein Jahr das ganze Haus entrümpelt haben, konnten wir dann mit dem Bau loslegen. Für das ganze Projekt haben wir auch Fördermittel beantragt, in dem Rahmen von der Europäischen LEADER-Förderung Bauen im ländlichen Raum und haben die dann glücklicherweise auch bekommen und das waren dann ungefähr 30% unserer gesamten Bausumme. Vielen Dingen hier im Haus habe ich ewig überlegt und recherchiert und dann irgendwann eine Idee bekommen, wie dieses Geländer werden soll, um diesen loftartigen Charakter nochmal zu unterstützen. Und da haben wir uns halt diese Stahlkonstruktion ausgedacht mit den ganzen vielen Löchern, die vorgebohrt waren. Und dann haben wir beide in stundenlanger Arbeit gefädelt. Antonia hat die Struktur vorgegeben. Sie hat sich das Muster ausgedacht, wie die Stricke hier verspannt sind. Und ich habe, was ich gut kann, straff gezogen, gezerrt an den Seilen. Ja, weil es war ja auch total wichtig, dass es nicht nur schön aussieht, sondern dass es halt wirklich auch stabil ist und den Sicherheitsbestimmungen standhält. Und wir wollen natürlich nicht, dass hier irgendein Kind runterfallen kann. Besondere Gedanken habe ich mir über diese Lampe hier gemacht. Das sollte wie so eine Skulptur sein, die sich über die ganze Wand zieht. Und dann habe ich irgendwann nach viel Recherche dieses Kabelsystem gefunden und das dann mit diesen schönen Blumen geschmückt. Und die Blumen stammen aus einer Kunstblumenmanufaktur hier aus dem Nachbarort. Und diese Blumen wurden auch an den englischen Königshof geliefert. Ja, und auch diese Sache, da steckte wieder viel gedankliche Arbeit drin. Wir wollten gerne ein Geländer schaffen, was aber trotzdem diese Offenheit des Raumes erhält. Dass man einfach hier hochkommt und nicht jetzt hier irgendwie was zu es hat, sondern dass man gleich sieht, diese Weite, auch das Licht, was vom Giebel reinkommt. Und dann habe ich irgendwann diese Würfelelemente gefunden und damit gespielt und hier von der Rückseite ein paar auch mit dem Stoff bezogen, sodass es einfach auch eine lockere, bunte Zusammenstellung ist. Ja, und von der zweiten Seite ist es natürlich ganz praktisch gleich ein schöner Stauraum, wo wir unsere ganzen Bücher untergebracht haben. Ja, und ganz aktuell haben wir einen internationalen Designpreis aus England gewonnen. Und das macht uns natürlich besonders stolz, dass auch eine internationale Jury unsere Einrichtung so würdigt. So, jetzt nehmen wir euch noch mal mit in unser Schlafzimmer. Hier habt ihr nämlich nochmal die angesprochene Motivwand. Das ist hier unsere zweite Paradies-Motivtapete. Und die war im Prinzip raumbildend. An die habe ich gedacht, als ich die das erste Mal gesehen habe, die will ich irgendwann mal in meinem Schlafzimmer haben. Und glücklicherweise warst du dann auch damit einverstanden und konntest dir das hier auch nochmal mit vorstellen. Und auch wie die Farben sich aufnehmen, mit Decke und Wänden. Hast du dir sehr schön ausgedacht. So, jetzt sind wir hier oben auf unserer Dachterrasse angekommen. Wir haben uns mit unserem Haus den absoluten Wohlfühlort geschaffen. Wir und auch unsere Kinder verbringen am liebsten die ganzen Ferien, die ganze Freizeit hier, weil es hier einfach so schön ist. Ja, wir hoffen, unsere kleine Tour hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Häuser oder Wohnungen sehen wollt, dann klickt doch hier oder abonniert den Kanal. Ja, und das Besondere hier ist dann im Dunkeln, dass unser Haus einfach auch noch mal so schön von innen bunt leuchtet. Macht's gut. Ciao, ciao.